Stellt euch vor, dieses Video habe ich nicht mit ChatGPT geschrieben. Vor kurzem sind wir in einer kleinen Runde auf das Thema KI zu sprechen gekommen. Es ging darum, was es in unserer Zeit, in dieser Zeit braucht, in dieser Zeit der rasanten Digitalisierung, in der alles in Sekundenschnelle digital erzeugt wird. Ja, was braucht es, wenn KI so vieles kann, schneller und besser als wir Menschen? Was ist da wichtig für uns? Was können nur wir oder was müssen wir vielleicht auch ganz neu lernen? Und prompt habe ich am nächsten Tag eine E-Mail bekommen mit einer Frage genau zu diesem Thema. Da schreibt eine Person, dass sie vor einer größeren Lebensentscheidung steht und sie überlegt, die Fragen, die bei ihr anstehen, mit KI zu beantworten. Denn das machen viele in ihrem Umfeld, KI für ganz vieles nutzen. Und in der E-Mail heißt es, ja, die Menschen, die schreiben inzwischen einfache Glückwünsche, nicht mehr selber, sondern lassen das KI übernehmen. Simpelste Alltagshandlungen oder Geisteshandlungen geben sie ab. Also die ist da ganz reflektiert, bemerkt, wie tief das halt einfach ins Leben greift und gleichzeitig nutzt sie natürlich auch die Vorteile von KI. Und jetzt, in dieser Unsicherheit, wie sie sich entscheiden soll, hätte sie halt gern eine schnelle Antwort von KI ausgespuckt. Die spürt aber irgendwie, dass das nicht von KI entschieden werden kann, sondern dass sie da selber gefordert ist. Es gibt einen sehr interessanten Vortrag zu diesem Thema, zum Thema KI und digitales Zeitalter, von Frank Schirmacher, dem damaligen Mitherausgeber der FAZ. Der ist vom April 2014, also schon über 10 Jahre her, und das ist kurz vor dem Tod von Frank Schirmacher. Er nennt da unter anderem den weltweiten Forscher und Psychologen Gerd Gigerenzer. Der hat herausgefunden, dass uns im digitalen Zeitalter eine menschliche Fähigkeit regelrecht abhanden kommt oder immer mehr verloren geht. Und das ist die Intuition. Der Verlust von Intuition, nicht der Computer oder das Handy, das sei das Problem, so Gigerenzer. Und Intuition hat nur der Mensch und das kann man auch nur durch Menschen lernen. Das ist unmöglich, uns das durch Maschinen beizubringen. Auch Pater Kentenich macht schon früh darauf aufmerksam, dass das Problem nicht die Technik selber ist, sondern der technisierte Mensch. Das heißt, die Art, wie der Mensch sich der Technologie angleicht. Pater Kentenich betont, anstatt dass wir über unsere Errungenschaften herrschen, werden wir ihre Sklaven. Rainer Funk, ein Psychoanalytiker, der formuliert es so: Menschen deaktivieren ihre inneren Antriebskräfte und Fähigkeiten wie Funktionen einer Software. Ganz schleichend eigentlich, ohne dass sie das richtig merken. Wenn es also um ein Gespür für eine richtige Entscheidung geht, kann uns KI das offensichtlich nicht abnehmen, sondern wir müssen unser Herz befragen. Und damit ist mehr gemeint als Gefühle im Gegensatz zum Verstand. Es gibt ein schönes Zitat von Blaise Pascal. Das Herz hat seine Gründe, die der Verstand nicht kennt. Pater Kentenich sagt dazu, wir tun oft viel mehr das, was wir unbewusst im tiefsten wollen, als das, was uns der Verstand allein sagt. Und das gilt es eben zu beachten und ernst zu nehmen. Weil wir da was spüren, was über die reine Logik hinausgeht. Natürlich muss der Verstand hinzukommen. Und das ist wichtig zu wissen. Es ist nur wichtig zu wissen, dass wir eine innere menschliche Fähigkeit haben, mit der wir spüren können, was wir eigentlich wollen und was richtig ist. In unserer kleinen Gesprächsrunde hat eine erzählt, wie sie mit Juristen und Richtern zu tun hätte. Und da wurde eine Richterin mal gefragt, wie sie denn letztendlich ihre Entscheidungen fällt, woher sie wirklich weiß, wer jetzt Recht hat und wer nicht, nachdem sie die ganzen Akten durchgeackert hat. Und diese Richterin hätte dann geantwortet, dann versuche sie ganz offen zu sein
für ihre innere Stimme, ihr Gewissen oder nennen wir es Heiliger Geist. Und ein menschliches Gespür für diesen Fall, für die Personen zu entwickeln. Und das finde ich echt eine tolle Antwort. Kommen wir also wieder neu unserer menschlichen Intuition auf die Spur. Ganz viel Erfolg dabei!